Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wo ich war, und zwar gerade auf dem Gelände des Reichstagsgebäudes. Und zwar deshalb, weil ich dort also in Berlin einen Forschungsaufenthalt machte. Ich war sehr beeindruckt natürlich vom Jubel, von der Freude der versammelten Deutschen, die da waren. Und erst jetzt, 30 Jahre nachher, habe ich eben das Gefühl, die gesamte oder vielleicht nicht ganz große Tragweite, aber doch einen großen Teil der Tragweite des Ereignisses wirklich ermessen zu können. Auch deshalb, weil ich einen Humboldt-Lehrstuhl in einer ehemaligen DDR-Stadt habe, und zwar in Halle. Wichtig war für mich damals und immer noch die Idee Europas, würde ich sagen. Ja, also die Vorstellung, dass aus dem Mauerfall, aus der Wiedervereinigung eine neue Kartografie Europas entstehen würde, mit den vielen Freiheiten, die es bisher für einen Teil dieser europäischen Länder gefehlt hatte, und zwar Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Das waren wirklich die Erwartungen in dieser Zeit. Ich habe das auch sehr genossen, gleich nach meiner Ankunft in Berlin überhaupt nach Frankfurt an der Oder fahren zu dürfen, nach Polen, nach Prag, und das natürlich ohne Hindernisse. Das war wirklich eine große Entdeckung für mich. Der ganz große Gewinn dieser neuen Situation ist insbesondere, dass wir nicht mehr mit dem Gedanken leben müssen, dass es insbesondere für Europa so etwas wie eine Grenzlinie gibt, die man nicht überschreiten darf, sozusagen, oder nur mit großer Schwierigkeit. Das bedeutet aber nicht, dass wir sozusagen alle Formen von Grenzlinien auch damit aufgehoben haben. Denn es bleibt immer noch ganz große Grenzen oder auch Beschränkungen in unserem sozusagen Zugang auch zu den anderen Wissenschaftlern, auch Vorurteile und so weiter. Also das heißt, diese Aufhebung der Mauer ist zwar ein großer Schritt, aber es gibt sozusagen ganz viele andere Mauern, die man vielleicht noch überwinden müsste. Ich beobachte mit einiger Besorgnis gerade in den Ländern, die sich früher hinter dem eisernen Vorhang befanden, bestimmte Bewegungen, die mich sehr beunruhigen, die gerade diese demokratischen Werte, humanen Werte wieder in Frage stellen und ganz grundlegende Begriffe oder Prinzipien wie zum Beispiel Bezug zur Wahrheit, auch in der Wissenschaft überhaupt in Frage stellen. Und das ist für mich auch wirklich ein Grund für große Besorgnis. Demokratische Werte sind an sich fragile Werte, obwohl sie natürlich gerade für die Menschheit sehr stark sind. Und also ich hoffe sehr, dass diese Entwicklung einfach nicht in diese Richtung weitergeht.